Ich glaube, er bringt sehr viel Talent mit, weil er einfach ein kompletter Fußballer ist. Wohnt noch immer in seinem Kinderzimmer oben und hat gefälschte Fußballtrikots eingerahmt an der Wand hängen. Tattoos und so weiter, das ist alles für Niki. Da wo andere schon zugepflastert sind. Der Niki, der Kuchler Bub. Also auf der Welt der beste Spieler sein. Wir haben uns wahrscheinlich auch die eine oder andere Watschen gegeben. Ich bin eigentlich mit dem Ball am Fuß fast aufgewachsen, weil ich Brüder gehabt habe, die Fußball gespielt haben, so ziemlich jeden Tag im Garten, und das hat mir dann auch geholfen, weil ich habe schon immer gegen Ältere gespielt, sage ich mal, und es war sicher nicht schlecht für mich, für meine Entwicklung. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal 2 gegen 2 einen ganzen Tag bis 100 gespielt, dann 95, 94 oder irgend sowas. Und dann hat der Max, unser Bruder, gesagt, nein, er hört jetzt auf. Und also wir wären fast zum Raufen gekommen, beziehungsweise haben uns wahrscheinlich auch die eine oder andere Watschen gegeben. Da steht das Tor, mit dem der Nico auch zum Fußballspielen begonnen hat. Also das ist mittlerweile, ich glaube, 16, 17 Jahre alt. Ja. Das hat unser Opa damals gemacht. Wie man sieht, kann man leider nicht mehr mit dem spielen, aber es ist eine coole Erinnerung an das Ganze. Da waren wir mit dem SV Kuchel, haben wir gespielt gegen Red Bull eben, haben es dann geschafft 12:6 zu gewinnen, und dann hat damals der sportliche Leiter gesagt, ja, ich muss zu Salzburg kommen. Am Anfang war ich natürlich ja, so hin und her gerissen, weil ich natürlich mit meinen Freunden in Kuchel spielen wollte, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass Salzburg der richtige Schritt ist dann. Um den Sieg beim 4. Göll Cup der U11-Mannschaften spielte Red Bull Salzburg 1 gegen SC Fürstenfeldbruck. Und die roten Jungbullen machten auch gleich von Beginn an sehr viel Druck. Mit dieser sehenswerten Aktion, die der Ex-Kuchler Nikolaus Seiwald perfekt abschließt, gehen die Bullen 1:0 in Führung. Nein, er ist schon veranlagt, das muss man schon sagen. Also er ist, finde ich, ein sehr kompletter Spieler, der eine gute Physis hat, der eine gute Grundschnelligkeit mit sich bringt, der gewisse Agilität, Antriebsschnelligkeit, Beweglichkeit hat. Wer sich wirklich mit Fußball beschäftigt, dem ist aufgefallen, wie konstant er schon in jungen Jahren, auch im Nachwuchs, schon immer wieder seine Leistung abgerufen hat. Dass er unaufgeregt war am Spielfeld, dass er wirklich ja, extrem verlässlich war. Hier sehen wir bereits das 2:0. Welche Ziele hat der zweifache Torschütze und Ex-Kuchler-Spieler Nikolaus Seiwald für die Zukunft? Die Champions League gewinnen, bei Barcelona der Beste sein, also auf der Welt der beste Spieler sein. Ja, das war damals so. Wir haben einen Trainer gehabt, Daniel Zenkovic, und der hat zu uns gesagt, als junge Kinder, ja, wir müssen große Ziele haben und von großen Zielen träumen. Und da war ein Ziel eben, die Champions League zu gewinnen. Das andere Ziel war, bei Barcelona mal zu spielen. Das nächste Ziel war, der beste Spieler auf der Welt zu sein. Und ja, natürlich muss man sich hohe Ziele stecken. Ich weiß jetzt auch, dass es gut ist, sich Ziele zu stecken, die man auch erreichen kann. Aber ja, früher hat man halt geträumt. Jetzt ist es nicht mehr nur die Champions League, sondern auch die Weltmeisterschaft. Ja. In seinem letzten Jugendjahr sozusagen haben wir die letzten Monate, das letzte halbe Jahr gemeinsam in der U18 verbracht und durfte Niki nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Ja, auch aus der emotionalen. Ich kann schon mal lauter werden, wenn mir was nicht so passt, aber ich versuche natürlich immer respektvoll so zu bleiben. Da hat er mir schon mal in seiner Emotionalität kurz vor allem gesagt, wie er das findet. Und dann habe ich mir im ersten Moment gedacht,
das ist nicht seine Aufgabe, mir das zu sagen. Gell. Im zweiten Moment habe ich gewusst, wer es sagt und wie er performt und wie er dafür lebt. Und ehrlich gesagt ist es genau das, was wir brauchen. Spieler auf dem Platz, die sich mit der Geschichte identifizieren und die eine Meinung haben zu dem Ganzen und die dann auch umsetzen auf dem Platz. Derby-Keeper Bradley Foster-Tenninger richtet seine Mauer zwar penibel ein, aber Nikolaus Seiwald findet trotzdem eine Lücke. Mit seinem bekannt starken rechten Fuß dreht Seiwald den Ball an der Mauer vorbei und bringt seine Mannschaft nach gerade einmal 3 Spielminuten in Führung. Ich weiß nicht genau, wir haben vor dem Spiel gesprochen, dass der Tormann von Derby County oft zu weit hinter der Mauer steht und wir sollen ins Tormann-Eck schießen. Der Ball ist reingegangen und ich habe mich irrsinnig gefreut. Ja, so viele Tore schieße ich nicht, von dem her war das echt schön. Natürlich eine geile Youth-League-Saison mit einem etwas bitteren Ende, aber trotzdem erinnert ich mich gern zurück. Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist alles relativ schnell gegangen. Ich habe da angefangen mit 8 Jahren da bei Red Bull zu spielen. In der 15 dann Akademie hat man schon gemerkt, okay, jetzt geht es Richtung Profi. Jetzt haben wir öfter am Tag Training. Jetzt kommt ein bisschen ein Konkurrenzkampf in das Ganze. Dann über die U18, über Liefering, dann jetzt bei den Profis, dass das alles so funktioniert hat. Natürlich schon richtig cool. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen, das was man da Verein gibt mit dem, mit Leistung zurückzahlen kann, dass ich vielleicht 1, 2 Spiele mache oder eingewechselt werde und in den nächsten Jahren, dass ich zum Stammspieler werde. Ja, es freut uns sehr, dass wir mit Niki einen Spieler heute verlängern konnten, der schon sehr lange bei uns im Verein ist, sich super entwickelt hat die letzten Monate und Jahre und ja, ein richtiges Eigengewächs ist. Ein Salzburger Bur aus Kuchel. Ja, sicher ist das Ziel, auch so ein Bild zu bekommen und dort ausgehängt zu werden und wenn man da zurückkommt, dann sich selbst zu sehen, ja, das ist wäre schon cool. Ich weiß noch, wir sind früher nach der Schule immer in die Akademie gefahren worden, beziehungsweise sind wir mit dem Bus zur Akademie gefahren und sind dann reingegangen und haben halt Spieler gesehen. Wer war da? André, glaube ich, Ramalho. Dann ein paar Jahre später war der Xaver Schlager, Conny Leimer und das waren dann halt Vorbilder für die. Du hast die jeden Tag vor dir gesehen und es war schon irgendwo insgeheim ein Traum, dann auch mal dort zu sein auf so einem Bild und ja, dass ich das jetzt geschafft habe, ist schon richtig cool. Einfach wie er alles gemeistert hat, Fußball nebenbei die Schule und wie er trotzdem nie abgehoben ist, ist absolut ein Vorzeigeprofi, Vorzeigeathlet und ein Vorzeigespieler für unseren Verein. Nick ist mit Sicherheit eine große Inspiration für jeden Spieler hier, weil der jedem Spieler ein lebhaftes Beispiel ist, dass man es schaffen kann. Diesen Traum hier haben ganz viele von unseren jungen Burschen und wenn die dann diese Spieler und die jungen Persönlichkeiten sogar oftmals schon über den Weg gelaufen sind und persönlich kennen, dann entfacht es natürlich ein Feuer und ist Inspiration pur. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Down dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. 'Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home.
jeder Meistertitel, die Meisterfeiern, ja, an die erinnert man sich halt, weil das dann die Bestätigung für die harte Arbeit ist, die Titel zu holen, dass sie das auszahlt. Ich habe das noch gar nicht so in meinem Kopf, muss ich sagen. Ich weiß noch genau, in Zagreb habe ich es auch nicht glauben können im ersten Moment. Haben auf die Arme nach oben gerissen. Ja, das bleibt natürlich das Champions League-Tor. Seiwald! And Salzburg lead! Ich habe unheimliches Glück, dass ich da in der Nähe aufwachsen durfte und dass der beste Verein in Österreich einfach 20 Minuten von mir zu Hause entfernt ist und dass der dann so eine Akademie hat und so, ja, einfach so Möglichkeiten, die man in Europa fast nirgendwo vorfinden kann, ist halt natürlich unheimliches Glück und dann auch ein Segen, dass ich eben da anfangen durfte und ja, es macht mich echt glücklich, wenn ich daran denke. Das ist mir dann auch erst nach dem Spiel bewusst geworden, dass das mein letztes Heimspiel war. Und meine ganze Family war da, meine Freunde. Nach dem Spiel ja, mit den Teamkollegen, mit dem Trainerteam, mit meinen Freunden, mit der Familie abzuklatschen. Ja, auf das letzte Heimspiel. Das war schon emotional und richtig cool. Auch traurig irgendwie. Er ist ein Urgestein von Salzburg, hat als kleiner Bub fast so wie er angefangen in Salzburg und ist jetzt deutlich, ich sage halt einmal, internationale Klasse. Der Seiwald hat sich immer eingehauen, hat dann große Erfolge gefeiert, hat sich auch raufgearbeitet vom Bankplatz, dann einmal in die Startelf und dann ist er wirklich zum einer von den wichtigsten Spieler geworden. Niki Seiwald ist einmal ein bodenständiger Typ. Richtig ein Salzburger, sage ich jetzt einmal. Ich finde ihn cool und dass er mein Lieblingsspieler ist. Möchtest du mal so gut wie wir? Ja. Publikumsliebling ist auf alle Fälle, ja. Kinder immer nach den Spielen zum Feiern und genießt auf jeden Fall auch die Atmosphäre nach den Spielen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Ja, also in erster Linie bin ich einfach mega stolz und ich glaube, ich spreche für die ganze Familie. Wir sind alle sehr stolz und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, brauchen wir auch noch Zeit, dass wir das alles realisieren, wie schnell das gegangen ist. Und der Nico wahrscheinlich auch noch immer, sodass er jetzt schon 2 Champions League-Saisonen hinter sich hat, mittlerweile ein Stammleiberl bei der österreichischen Nationalmannschaft. Das sind einfach die Dinge, von denen wir als Kinder geträumt haben und er lebt den Traum halt gerade. Und das zu realisieren, ich glaube, das dauert für uns alle noch ein bisschen. Ich denke, dass ich hier im Namen der ganzen Akademie sagen kann, dass die ganze Akademie stolz ist. Ich war genauso ein Teil von dem Weg vom Niki wie ganz viele andere Beteiligten und ganz viele andere Hände hier, die dazugeholfen haben, dass der Niki diesen Weg machen kann. Er ist sehr beliebt, seine Art und Weise. Man verbringt einfach gern Zeit mit ihm und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ja, und er ist sehr heimatverbunden, er hat eine extrem gute Beziehungen, gute Freunde in Kuchel. Tattoos und so weiter, das ist alles für Niki. Da wo andere schon zugepflastert sind, das ist der Niki, der Kuchler Bub. Ich glaube, den ganzen Verein kann es richtig stolz machen, weil das einfach ein Weg ist, der schon außergewöhnlich ist. Plus kommt dazu, er ist ein Kuchler Bub, er ist ein Salzburger, er ist extrem heimatverbunden. Und das Gesamtpaket, dass man das dann so mitgestalten darf oder mitverfolgen darf, vom jungen Burschen über den FC Liefering dann in die erste Mannschaft, wo es so schnell wirklich so gut funktioniert hat, ist schon eine richtig coole Story und ja, ist einfach ein Aushängeschild für unseren Verein, wie es laufen kann. Und für mich gibt es fast keine Grenzen für Niki. Er kann in jeder Mannschaft der Welt für mich fast spielen in den nächsten 10 Jahren, weil er eigentlich alles mitbringt. Und wenn man sieht, auch jetzt schon in der Nationalmannschaft oder bei uns auf so einem Level in der Champions League, was er da schon für Verantwortung übernimmt, dann bin ich überzeugt, dass die nächsten Jahre ja, so in die Richtung weitergehen werden, weil er ist extrem ehrgeizig, er ist wissbegierig und will sich immer verbessern.
Und darum glaube ich, dass der Niki noch eine richtig große internationale Top-Karriere machen wird, wo Österreich noch stolz drauf sein wird.